und herzlich willkommen an alle Zuschauenden und Zuhörenden zu unserer Interviewreihe morgens 9:30 an der Uni Potsdam. Ich bin Erika Herbold, ich bin Studentin und studentische Mitarbeiterin an der Uni und heute habe ich Maja Kober zu Gast. Frau Kober ist psychologische Psychotherapeutin und an der Uni Potsdam ist sie psychologische Beraterin und hier ist sie vor allem für die Beratung von ausländischen Studierenden zuständig. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Maja. Ich freue mich, dass du heute um 9:30 die Zeit gefunden hast, um über deine Arbeit hier an der Uni Potsdam zu sprechen. Ja, danke für die Einladung, Erika. Gerne, gerne. So, ich starte mal direkt mit meiner allerersten Frage. Was machst du denn sonst so morgens um 9:30, wenn du nicht gerade Interviews gibst? Also normalerweise sitze ich in unserem Team-Meeting der zentralen Studienberatung, also schwänze ich gerade dieses Meeting, um mit dir Interview machen zu können. Ach, was für eine Ehre. Ja, das ist mittwochs. Wir treffen uns einmal in der Woche und besprechen die laufenden Projekte, damit wir auch in Kontakt bleiben. Okay. Und kannst du vielleicht kurz beschreiben, was hier an der Uni Potsdam konkret zu deinem Aufgabenbereich gehört? Also wie sieht dein Arbeitsalltag genau aus oder wie sieht so eine Beratung aus an der Uni? Also hauptsächlich berate ich Studierende der Uni Potsdam. Ich würde sagen, das nimmt so um die 80% meiner Arbeitszeit ein. In der Regel sind es fast ausschließlich Einzelgespräche, die ich mit den Ratsuchenden einfach vereinbare. Entweder wenn sie mich während meiner offenen Sprechzeiten, die 2 Stunden die Woche betragen, erreichen oder wenn sie mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich mit ihnen einen Einzeltermin vereinbaren und dann sitzen wir meistens auch in so einem Videoberatung oder die wollen, können mich auch anrufen und dann telefonieren wir. Also ich würde sagen, 80% meiner Arbeitszeit sind das Einzelgespräche, die so um die 50 Minuten dauern, analog zu einer Psychotherapiesitzung. Und die anderen 20% sind solche Besprechungen, Projektarbeit, Dokumentation, Austausch in Intervisionsgruppen oder Supervision. Genau. Okay. Und normalerweise kommen aber die Studierenden auch in Präsenz zu euch oder ist das immer am Telefon und ja? Früher, vor der Pandemie, kamen die Leute natürlich persönlich vorbei oder riefen uns an. Die Terminvereinbarung konnte auch per E-Mail natürlich erfolgen, aber alle Einzelgespräche in den meisten Fällen waren persönlich. Manchmal wichen wir aufs Telefonieren aus, wenn jemand vielleicht noch nicht irgendwie in Potsdam war oder erkältet war und trotzdem den Termin nicht verpassen wollte. Ja. Okay, vielen Dank für den interessanten Einblick. Über welche Kanäle insgesamt, du hattest jetzt schon E-Mails und Telefon erwähnt, können denn überhaupt die Studierenden die psychologische Beratungsstelle erreichen, um dann eine Beratung zu erhalten? Aktuell über diese 2 Kanäle, also Telefonanruf oder eine E-Mail. Früher hatten wir noch mal persönliches Vorbeischauen während der offenen Sprechzeiten. Ach so, das ging ohne Termin auch. Das ging ohne Termin. Wir bieten mehrmals in der Woche offene Sprechzeiten. Das bedeutet, die Ratsuchenden müssen sich nicht anmelden. Sie konnten früher einfach vorbeischauen, sich einfach hinsetzen in unserem Wartebereich und dann, wenn sie dran waren, konnten sie einfach entweder ein kurzes Gespräch vielleicht führen, wenn sie schon mal die Thematik erzählen wollten, worum es ging. Wenn nicht, dann konnten sie einfach sagen, ich bin vorbeigekommen, einen Termin auszumachen und dann könnten wir gleich unsere Terminkalender abgleichen. Musste man nicht hin und her schreiben. Okay. Mehrmals die E-Mails war dann einfach schneller. Ja, genau. Kann vielleicht bald wieder so sein. Das hoffe ich auch sehr. Ja, wir haben sehr schöne Räume dort. Erst vor kurzem gekriegt. Wir konnten es noch nicht ausreichend genießen. Na dann, hoffen wir mal, dass bald alles besser wird. Okay, und dann meine nächste Frage. Wie ist denn dein Vorgehen oder auch das von deinen Kolleginnen? Ihr seid ja insgesamt zu dritt. Wenn sich Studierende zum Beispiel mit einem Problem an euch wenden, für das ihr keine Lösung habt oder erstmal keine Hilfe anbieten könnt, was macht ihr dann? Oder kommt das überhaupt vor, dass ihr keine Lösung habt? Ja, natürlich kommt es vor. Ich meine, in psychologischen Beratungen gibt es grundsätzlich keine schnellen Lösungen. Das ist ja eher ein Prozess, das einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen auch sind viele Beratungen nicht so einmalige Sache, sondern wir begleiten die Leute. Teilweise gibt es ja Fälle, wo das ganze Studium durch, dass wir diese Begleitung anbieten. Wenn es aber etwas geschildert wird, was überhaupt nicht in unserem Kompetenzbereich liegt oder wir denken, wir können das theoretisch, aber wir haben einfach nicht die Kapazitäten, um wöchentliche Termine anzubieten, dann versuchen wir nochmal die Ratsuchenden aufzuklären, welche weiteren Möglichkeiten es gibt. Nur wenn wir feststellen, okay, das ist wirklich etwas für eine ambulante Psychotherapie oder stationäre Behandlung, wenn wirklich die Symptome sehr stark schon sind, dann klären wir darüber aus, welche Möglichkeiten es gibt, welche Kliniken in der Nähe gibt, wie sucht man überhaupt einen Psychotherapieplatz. Diese Informationen bekommen die Ratsuchenden von uns und können, solange sie noch nichts haben, was wirklich sehr passend wäre für das geschilderte Problem, können sie weiterhin bei uns
erstmal bleiben und wie begleiten Sie diesen Prozess der Suche nach einem Psychotherapieplatz? Wenn es etwas eher so vielleicht Rechtliches ist, wenn da irgendwie um welche Sachen im Studium geht, worüber ich auch oft nicht weiß, wie das irgendwie rechtlich geregelt ist, dann verweisen wir an die zentrale Studienberatung. Nur wenn jemand vielleicht etwas schildert aus dem Bereich der Prokrastination oder Schreibblockaden, dann haben wir zum Glück auch eine sehr gute Kooperation zu unserem Uni-eigenen Projekt Eine Uni für alle, wo es auch irgendwie qualitativ sehr gute Schreibberatung angeboten wird. Und in diesem Fall verweisen wir auf dieses Projekt oder verweisen auf irgendwie Beratungen von CESCO an der Uni. Das heißt, in jedem Fall versuchen wir zumindest aufzuklären, welche anderen Hilfsmöglichkeiten es an der Uni oder extern gibt, wenn wir selber nicht lösen können. Ist ja schon mal gut zu wissen, auch für alle Studierenden, die das Interview vielleicht irgendwann sehen, dass egal welches Problem sie haben, auch wenn sie denken, da kann mir sowieso niemand helfen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich an euch zu wenden, weil ihr wisst dann zumindest, wohin man verweisen kann, wenn Hilfe benötigt wird. Das ist super. Okay. Und nach deiner ganz persönlichen Einschätzung, was sind dann so die häufigsten Probleme, mit denen sich Studierende an die psychologische Beratungsstelle wenden? Und wie könnt ihr da konkret dann helfen? Wir haben sogar eine relativ aktuelle Auswertung der letzten 3 Jahre. Wir haben einfach die Häufigkeit. Ich glaube sogar, du hast da beigetragen, dass wir diese Auswertung. Genau. Ja, dann könntest du wahrscheinlich selber die Frage beantworten, besser als ich, da du direkt mit unseren Datensätzen gearbeitet hast. Also, ich weiß nicht, ob du es rausschneiden später willst, diesen Teil. Alles gut. Genau. Also, ich würde sagen, so wie es allgemein in so einer irgendwie weltweiten Statistik ist auch bei uns hier an der Uni die häufigsten Problematiken, mit denen Leute sich an uns wenden, sind Depressionen und Angststörungen. Und dicht danach kommen Probleme im sozialen Bereich, vielleicht soziale Ängste, Prüfungsängste, jetzt seit Pandemie auch Isolation und existenzielle Ängste. Ich würde sagen, existenzielle Ängste kommen eher bei meinen Ratsuchenden mehr vor. Ich berate ja fast ausschließlich internationale Studierende. Und ihnen hat es natürlich die Pandemie stärker zugesetzt mit weiteren Wegen bis nach Hause oder längeren Jahren mittlerweile, in denen sie ihre Familie nicht besuchen konnten und stärkeren finanziellen Problemen. Okay. Und genau, wie könnt ihr da konkret helfen? Wenn dann zum Beispiel sich Studierende eben mit, sagen wir, mit Ängsten vor allem an euch wenden. Wie sieht da konkret die Hilfe aus? Ich würde sagen, ich arbeite so, wie ich in einer Praxis auch mit einer Angststörung arbeiten würde. Wir versuchen erstmal zu explorieren, einfach woher kommen diese Ängste, welcher Teil von ihnen ist real, welche sind vielleicht eher so katastrophisierenden Bewertungen der realen Situation. Also wenn wir das erstmal ausgewertet haben und vielleicht ein paar Techniken, wie gehe ich mit akuten Ängsten vor, besprochen haben, dann tritt in den meisten Fällen schon eine gewisse Besserung ein. Ich glaube, viele fühlen sich sehr erleichtert, wenn sie feststellen, das ist nicht wirklich meine 100%ige Realität, sondern das ist meine Interpretation von dem, was ich erlebe. Und ich glaube, vielen hilft auch zu verstehen, das ist ein Symptom, das bin nicht ich, das ist nicht meine Persönlichkeit, das bin nicht ich irgendwie mit allen meinen Ressourcen, sondern aktuell habe ich nicht den Zugang zu allem, was ich normalerweise kann. Zumindest merke ich, dass das sehr erleichternd wird, zu sehen, das ist ein Symptom. Und das kann auch genauso gut weggehen, wenn ich daran arbeite. Und ich weiß jetzt, ich habe jetzt eine gewisse Struktur. Ich weiß, was ich machen müsste, damit es mir besser geht. Also einen Plan zu haben, ist immer gut. Ja. Für mich ist es so und für viele Ratsuchende auch. Okay, super. Und was würdest du ganz prinzipiell allen Studierenden raten, wenn sie mit starkem Leistungsdruck konfrontiert sind oder länger einer hohen Belastung ausgesetzt sind, was ja in vielen Studiengängen ganz normal ist, dass man irgendwie permanent unter Druck steht? Also ich rate wirklich allen ohne Ausnahme pauschal die Belastung zu reduzieren. Also ganz entgegengesetzt der Realen unserer Gesellschaft. Also wir leben alle unter so einem starken Leistungsdruck. Aber das führt nirgendwo hin. Das führt zu einer Krankheit in vielen Fällen, zu Angststörungen oder Depressionen, wenn wir einfach irgendwie ohne Widerspruch uns diesem Druck einfach nachgeben und versuchen, dem zu entsprechen, was die Gesellschaft von uns verlangt. Also mein erster Ratschlag ist, können Sie was reduzieren? Können Sie ein paar Kurse absagen? Können Sie mehr Zeit mit Ihren Freunden verbringen? Ich versuche diese Balance zwischen Life and Work oder in unserem Fall Life and Studium einfach wiederherzustellen.
Also viele sind sehr überrascht, sagen sie. Oft kriege ich zu hören, sie sind die Erste, von der ich sowas höre, dass ich könnte einfach einen Kurs absagen. Hm. Oder ich mache schon genug, ich muss nicht noch mehr machen. Anscheinend, ja, hören die Leute ganz oft genau das Gegenteil. Okay, ja, das tut dann wahrscheinlich auch gut zu hören, ach okay, es ist Mhm. anscheinend in Ordnung, wenn ich auch mal weniger mache. Viele machen sich Ja. ja diesen Druck, ich muss. Ja. Ja, ich finde, Studierende sind in so einer Lebensphase, wo so viele verschiedene Prozesse, die gleich wichtig sind, parallel laufen. Ja. In diesem Alter, also da geht es um so viele Entwicklungsschritte. Es geht um Karriere natürlich, dafür studieren die Leute. Es geht um Partnerfindung. Nur viele gründen auch also Familie in dieser Zeit. Manche kriegen sogar Kinder, also finde ich auch noch eine extreme zusätzliche Belastung. Dann geht es irgendwie bei fast allen um Ablösung vom Elternhaushalt, um diese emotionalen Prozesse, wie werde ich eine erwachsene Person, die sich selber emotional stabilisieren und auffangen kann. Das sind schon 3 Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Und alle 3 sind gleich wichtig. Wie soll man da sich entscheiden? Und wenn jemand sagt, ich muss mich nur aufs Studium konzentrieren und dann irgendwie andere Lebensbereiche vernachlässigt werden, dann führt das mit der Zeit zu so einer inneren Unzufriedenheit und vielleicht auch zur Symptomatik. Insofern versuche ich nochmal in die Richtung soziale Kontakte, Spaß, nicht nur Studium, nochmal die Menschen zu führen oder zu empfehlen zumindest. Ja. Okay, und jetzt betrachten wir mal die Uni Potsdam als Arbeitgeberin. Was macht sie da ganz besonders attraktiv? Also was würdest du sagen, warum arbeitest du gerne an der Uni Potsdam? Ich glaube, bei mir hängt das sehr viel zusammen mit unserem Team. Ich habe jetzt nicht generell die Uni als Organisation ausgewertet, inwiefern das gut oder schlecht für mich ist, aber ich habe die Menschen kennengelernt im Team und dachte, ach, das ist eine super Atmosphäre. Und ich meine damit nicht nur unsere beiden anderen psychologischen Beraterinnen, mit denen wir so einen kleinen Dreierteam bilden. Ich meine generell unsere zentrale Studienberatung und auch andere Projekte. Das ist einfach eine sehr schöne kollegiale Atmosphäre. Ich freue mich immer, jeden Mittwoch, heute nicht, aber in unserem Gesamtteam dabei zu sein. Also ich glaube, für mich macht das, ich würde sagen, ja, 90% meiner Zufriedenheit in diesem Job aus. Okay. Das habe ich auch schon von anderen gehört, die ich interviewt habe. Also muss da was dran sein. Ja, wird wahrscheinlich stimmen, wenn wir alle unabhängig voneinander dieselbe Meinung haben. Ja. Okay, und jetzt mal eine ziemlich direkte Frage. Wenn du einen Tag lang die Hochschulleitung übernehmen würdest und etwas speziell für deinen Arbeitsbereich entscheiden dürftest, welche Entscheidung wäre das? Also ich glaube, ich muss gar nicht lange nachdenken. Wir brauchen mehr Stellen. Wir brauchen wirklich sehr, sehr dringend und seit Jahren eigentlich chronisch mehr Stellen in dieser psychologischen Beratungsstelle. Wir sind zwar 3 Menschen, das hört sich nach viel an, aber jeder von uns hat nur 20 Stunden. Wie viele Leute kann ich in 20 Stunden pro Woche beraten, maximal, ne, wenn man das überlegt? Wir haben über 20.000 Studierende und es reicht wirklich vorne und hinten nicht. Zum Beispiel, ich nenne mal ein paar Zahlen, damit es deutlich wird. Wenn jemand heute mir eine E-Mail schreibt, kann ich in 6 Wochen ein Erstgespräch jemandem anbieten oder sagen, da das Gespräch erst in 6 Wochen stattfindet, rufen Sie mich vielleicht in meiner offenen Sprechzeit an für 20-minütiges Gespräch. Und danach, vielleicht viele verstehen es nicht, wenn ich diesen Termin in 6 Wochen hatte, dann kann ich den folgenden Termin wieder in 6 Wochen anbieten. Ne, also es reicht nicht, wenn jemand gerade in einer akuten Krise steckt, dann Termine alle 6 Wochen sind ein Witz. Ja. Und genauso ist es bei meinen Kolleginnen. Ja. Das heißt, ich will auch gar nicht mal mehr Geld haben. Ich brauche einfach neue Mitarbeiter, damit wir einfach schneller und qualitativ besser den Menschen helfen können oder zumindest aufklären können. Bei vielen, die 6 Wochen auf einen Termin gewartet haben, kommt vielleicht raus, ich brauche Psychotherapie. Ja. Und dann hat die Person 6 Wochen gewartet, um das von mir zu hören. Also ja, eindeutig mehr Stellen. 2 tolle Stellen, mehr. Viel mehr. Na gut, dann hoffen wir mal, dass das Interview von den entsprechenden Menschen auch angesehen wird. Okay, und damit sind wir auch schon bei meiner letzten Frage angekommen. Was wird denn heute deine letzte Amtshandlung vor deinem Feierabend sein? Ich werde kurz notieren, was ich heute den Menschen erzählt habe, damit ich es beim nächsten Termin in 6 Wochen nicht vergesse. Das wird so meine Viertelstunde für Dokumentation sein. Das versuche ich jeden Tag am Ende des Arbeitstages zu machen, damit es nicht verloren geht. Alles klar, okay. Maja, ich danke dir dann vielmals für deine Zeit und für diesen informativen Einblick auch in deinen Tätigkeitsbereich hier an der Uni und ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Danke. Tschüss. Tschüss.